Duotone bietet das Modell Evo in 3 verschiedenen Versionen an und wir widmen uns heute dem Classic oder Original Evo, der in Dacron und normalen Tüchern gefertigt ist. Wir haben hier eine Abstützung mit einer 6-Punkt-Waage ohne Pulleys. Auffällig ist die äußerste Position der 6-Punkt-Waage, die hat ein ganz kleines Mini-V. Die Steuerleinen beim neuen Evo sind direkt mit dem Tipp verbunden und wir haben auch hier 3 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed an den Geschmack oder ans Körpergewicht des Fahrers oder der Fahrerin anpassen zu können. Be- und entlüftet wird mit dem schon bekannten Duotone-Ventil. Wir haben sehr gerade gehaltene Schläuche des One-Pump-Systems. Und wie immer bei Duotone gibt es am Ende der Fronttube eine zusätzliche Ablassvorrichtung für die Luft, wer seinen Kite der Länge nach aufrollen möchte. Der wesentliche Unterschied halt beim Classic Evo oder beim Original Evo oder beim Evo einfach ist natürlich das Fronttube-Material, das hier aus standardmäßigem Dacron besteht. Das Ganze ist mit einer Kedernaht verschlossen, von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Als Flugtuch haben wir bei Duotone hier das Trinity TX, ein Mix aus einem Double und einem Triple Ripstop Material. Das Ganze ist hier bis in die Tips hineingezogen. Nur in den Übergängen von der äußersten Frontwaage bis zu den Steuerleinen haben wir ein stärkeres Tuch hier eingesetzt, um einen homogenen Lenkimpuls zu empfangen. Und damit bei höherer Fluggeschwindigkeit hier in den Tippsegmenten nichts flattert, gibt es jeweils auf jeder Seite 2 Kunststofflatten. Die Doppelung der Abrisskante ist hier einfach gehalten. Und damit die Steuerleinen nicht hängen bleiben am Ende der Fronttube, gibt es hier Leinenabweiser. Alle mittleren Querstruts, 3 an der Zahl, kommen ohne Leinenabweiser aus. Die Quertubes sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und an den Punkten, die eine notwendige Verstärkung benötigen, arbeitet Duotone mit einem gummierten Gewebe. Und im Übergang der Fronttube zum Flugtuch gibt es weiterhin eine breitere Tuchdopplung. Die Frage, die sich natürlich als erstes stellt, braucht man als eine Firma 3 verschiedene Modelle des Evo? In dem Fall geht es hier um das ganze Preissegment und natürlich auch um den jeweiligen Einsatzbereich und die Eigenschaften. Und das geht im Detail, gerade auch wenn wir hier ums Angleiten sprechen, um den Grundzug. Der normale Evo, den wir hier im Test haben, der hat halt sehr gute Angleitleistung, einfach aufgrund von schneller Anströmung und einem gleichmäßig hohen Grundzug. Und auch in böigen Bedingungen, wenn es mal gleich noch nicht so viel Wind ist, ist hier ein Sinus sehr effizient, um halt auch schwerere Fahrer früh ins Gleiten zu bringen. Grundsätzlich gilt aber hier, dass man nicht viel Bewegung des Kites benötigt, um die maximale Leistung, was Angleiten angeht, erfahren zu können. Auch beim Höhelaufen sorgt der Evo mühelos für sehr gute Leistung. Die Kappe steht weit außen am Windfensterrand, zieht hier absolut gleichmäßig seine saubere Bahn und ermöglicht halt auch einen wirklich sehr guten Armwindwinkel. Und Korrekturen sind hier auch nicht erforderlich. Im Detail hat man sich auch nochmal die Positionierung des Bridle Setups vorgenommen, um die Präzision der Lenkung und des Bar-Feelings nochmal zu verbessern. Und das ist halt ganz ausgezeichnet. Wir haben ein wahnsinnig schönes Feedback, eine super Kontrolle über den Stand des Kites im Windfenster ohne Blickkontakt. Das Ganze ist halt eine Kombination aus einem schönen gleichmäßigen Grundzug, einer hervorragenden, präzisen Anlenkung und einfach ein exakt Folgen dieses Lenkbefehls. Das macht die Sache hier wirklich super nett und harmonisch. Also nett ist da nicht die Schwester von Scheiße, sondern ist wirklich einfach nett.
Und schauen wir auf die Halte- und Steuerkräfte, so liegen diese hier im mittleren Bereich und sind absolut gleichbleibend konstant. Die zur Verfügung stehende Kraft beim Evo ist insgesamt hoch und bei der Kraftentfaltung erlaubt er sich so gut wie keinerlei Kraftspitze, also keine Progression bei der Kraftentfaltung, sondern alles läuft halt sehr rund, gleichmäßig und harmonisch und leicht ausrechenbar. Und hier sei nochmal der Vergleich auch zum Evo SLS genannt, der insgesamt halt etwas schneller reagiert und eine etwas schnellere Beschleunigung aufnimmt und dementsprechend auch etwas mehr Progression produziert. Gleiches gilt für den Evo D-Lab, der, wenn er aktiv geflogen wird, also wirklich auch viel bewegt wird, in der Lage ist, eine höhere Progression zu liefern, aber ansonsten doch von seinem Flugbild sehr ähnlich ist dem Classic oder dem normalen Evo hier. Bei den Drehradien geht es gleichmäßig rund zu und das Ganze geschieht hier mit einer mittleren Fluggeschwindigkeit. Mittlere bis weite Radien sind beim Aussteuern bei diesem Modell hier favorisiert. Das Profil und die gesamte Abstützung ist sehr schön und optimal auskonstruiert. So haben wir hier auch eine wirklich hohe Flugstabilität. Ob wir jetzt bei sehr leichtem Wind unterwegs sind, hält sich die Kappe wirklich lange am Himmel. Aber auch bei starkem Wind gibt es trotz 3 Struts bei einer nicht unerheblichen Streckung des Kites keinerlei Verformungen, die jetzt in irgendeiner Weise die Kontrolle des Kites mindern würden. Und auch in puncto D-Power gibt es hier von unserer Seite aus nichts zu verbessern. Durch das Wegschieben der Bar wird hier die Trailing Edge freigegeben. Wir haben eine wirklich sehr effiziente Reduzierung der Kraft in der Kappe, sodass hier ein Realisieren eines wirklich großen Windbereiches ganz einfach ist. Das Safety-System funktioniert ausgezeichnet bei knapp 6 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm. Und zum Wiederstarten bedarf es ungefähr 9 bis 10 Knoten für den 12 Quadratmeter, damit er über das Ziehen und Halten einer Steuerleine wieder nach oben bewegt werden kann. Das gilt für das schwimmtiefe Wasser. Im stehtiefen Wasser ist es schon etwas früher möglich. Für viele, die mit dem neuen Evo liebäugeln, ist natürlich die Frage halt, wie springt der denn? Eingehakt ist hier ebenfalls die Leistung sehr gut, und zwar, wenn man inaktiv das Ganze betrachtet. Das heißt, dieser Kite halt von den 3 Evo-Modellen hat die meiste Leistung, wenn er einfach nur über Sheet and Go geflogen wird oder einfach nur sauber über die Kante abgesprungen nach oben gelenkt wird. In der Flugphase muss er gar nicht weiter bewegt werden, wie zum Teil ein SLS oder notwendigerweise ein Evo D-Lab, damit hier die maximale Leistung entsteht. Das heißt, je einfacher ich es haben möchte bei meinen Sprungleistungen, desto weniger Geld muss ich letztendlich fast ausgeben, um hier das bestmögliche Ergebnis für mich zu erzielen. Deshalb ist es halt auch nicht immer hundertprozentig besser, sich hier das teuerste Modell zu kaufen, weil im Puncto Lift ist der bei dem normalen Evo hier sehr lang anhaltend, man kommt sehr hoch hinaus und bei der Hangtime ist er, gerade wenn man ihn nicht bewegt, eindeutig am längsten von den 3 verschiedenen Modellen. SLS möchte ein bisschen bewegt werden im Windfenster, um über Fluggeschwindigkeit Hangtime zu erzeugen, und D-Lab muss stark bewegt werden, um dann diese unglaublichen Leistungen, die man heutzutage sehen kann bei Big Air Events, abrufen zu können. Und auch wenn es gar nicht im Pflichtenheft oder in der Übersicht bei Duotone auf der Webseite steht, dass hier eine wirklich gute Eignung
für Unhooked Freestyle vorhanden ist, so müssen wir auf jeden Fall das bescheinigen, weil die Kraft des Evo reicht stets aus, schon auch wenn man nur einen leichten Pop erzeugen kann mit seinem Board, schon wirklich genug Kraft produziert, um ordentlich abzuheben und hier den ein oder anderen auch noch so komplizierten Trick zu machen, denn selbst für den Profi ist hier genug Slack vorhanden, um alle Tricks, die man heute so auch auf höchstem Niveau zelebrieren kann, möglich zu machen. Und das liegt natürlich an der Kombination aus dieser gleichmäßigen Kraftentfaltung, die hoch genug ist, und einer wirklich stabilen Position. Die Kappe ist nicht zu reaktiv. Und da er einfach nicht diese Explosivität und Kraftspitze hat, ist er auch beim Surfen in der Welle halt insgesamt angenehm. Hier ist er aber gerade so reaktiv genug. Alles in allem ist das hier wirklich ein ganz fantastischer Allround-Kite, der das einfache Abrufen von Leistung hier auf die Spitze treibt. Wir waren im letzten Jahr schon vom Vorgängermodell absolute Fans, was diese Homogenität im Drehverhalten, im Barfeedback und auch so, wie sich das ganze Kraftmanagement und das Flugbild zusammenfügt und wie angenehm das ist, weil wie gut die Kontrolle ist, die man stets in jeder Disziplin bei diesem Kite hat. Das ist einfach Spaß pur und trifft natürlich auch den absoluten Einsteiger, der völlig unkompliziert wirklich jeden nächsten Step by Step aneinander heften kann und hier wirklich schnell dazulernen wird. Aber auch für denjenigen, der schon sehr gut fährt und der vielleicht nicht so super aktiv den Kite lenken möchte, auch in der Flugphase. Für den ist es auch ganz großartig, weil er von der Hangtime hier einfach ebenso Exzellentes zu bieten hat. Und zu guter Letzt schauen wir natürlich dann auch mal auf die Preisgestaltung. Da sind wir bei 2000 Euro roundabout bei 12 Quadratmeter, wo wir für einen SLS Evo 300 Euro mehr und für einen Evo D-Lab gar über 1000 Euro mehr ausgeben müssen. Und da wäre es dumm, wenn man dem normalen Evo nicht genug Aufmerksamkeit schenken sollte.